Wir benötigen Holzperlen in 4 unterschiedlichen Größen. Ich verwende hier einmal 5 Stück mit einem Durchmesser von 12 mm, dann 4 Stück mit einem Durchmesser von 15, 2 mit 18 mm und 3 mit 25 mm Durchmesser. Dann brauchen wir einen Metallring, der einen Durchmesser von 20 cm hat, eine Schere, Makramee-Garn mit einer Stärke von 3 mm und eine Heißklebepistole. Von dem Makramee-Garn brauchen wir insgesamt 16 Schnüre, die jeweils eine Länge von 1 Meter haben. Von den Perlen nehmen wir uns 3 von den kleineren zur Seite. Die brauchen wir dann für das Makramee. Und dann ordnen wir uns die restlichen Perlen folgendermaßen an. Wenn wir das dann zusammenkleben, müssen wir darauf achten, dass die Löcher quasi oben und unten sind und nicht seitlich und somit dann verschwinden. Also wir nehmen uns unsere Heißklebepistole und setzen da einen Heißklebepunkt und setzen die nächste dann seitlich dran. Man kann das Ganze auch noch mal voneinander lösen, wenn das noch nicht ganz gerade ist, und kratzt dann einfach den Heißkleber da wieder weg, wenn er getrocknet ist, und klebt das dann noch mal an. Als nächstes nehmen wir unseren Ring und unsere Makramee-Schnüre und greifen die Schnur in der Mitte, legen die dann auf den Ring und dann darunter. Und dann greifen wir durch die Schlaufe und ziehen die beiden Enden durch. Und das machen wir mit den anderen genauso. So, die 4 äußeren Schnüre werden wir ein bisschen zur Seite schieben und beginnen dann links mit der Schnur. Das wird unser Leitfaden. Und jetzt machen wir eine Knotenabfolge nach unten rechts bis zur Mitte. Und zwar nehmen wir uns dann den nächsten Faden und legen den über den Leitfaden und dann darunter durch die Schlaufe nach oben, halten den Leitfaden stramm und ziehen den Knoten nach oben. Das machen wir nochmal. Und das wiederholen wir jetzt mit jedem Faden. So, wenn wir jetzt mit der Hälfte fertig sind, machen wir das auf der rechten Seite genauso. Das heißt, der rechte Faden wird unser Leitfaden. Dann nehmen wir den nächsten, legen den über den Leitfaden und dann von unten nach oben durch die Schlaufe und ziehen ihn hoch. Um am Ende jetzt diese beiden Knotenabfolgen miteinander zu verbinden, machen wir mit den beiden Leitfäden nochmal 2 Knoten. So. Jetzt werden wir direkt darunter noch eine Knotenabfolge setzen, nur dass wir die äußeren 2 Fäden nicht mitknüpfen. Als nächstes fädeln wir unsere 3
Holzperlen auf. Und zwar habe ich hier den 4. Faden von links genommen und hier den 4. Faden von rechts und dann noch die 2 in der Mitte. Als nächstes machen wir wieder eine Knotenabfolge, die unter der Perle entlang geht. So, und auf der anderen Seite genauso. So, als nächstes nehmen wir uns den Faden neben der Knotenabfolge, das wird dann unser neuer Leitfaden, und jetzt machen wir wieder hier darunter so eine Art V. So, und mit dem letzten Faden machen wir einen 3. Knoten. Und dann machen wir mit den beiden Leitfäden noch 2 Knoten. Als nächstes führen wir diese Knotenabfolge weiter, also der Leitfaden bleibt unser Leitfaden und wir nehmen den ersten Faden von dieser Knotenabfolge und machen einfach mit den beiden Knoten weiter. So, jetzt überspringen wir wieder die 2 ersten Fäden und machen darunter wieder eine Knotenabfolge. Wir kommen jetzt zu den äußeren Fäden und hier werden wir das Ganze nochmal lockern und das so ziehen, dass die äußeren beiden Fäden länger sind als die mittleren. Also hier kann man sehen, dass die beiden mittleren Fäden kürzer sind als die äußeren. Wir werden jetzt immer den ersten Teil eines Kreuzknotens machen. Und zwar legen wir den äußeren Faden über die 2 mittleren und unter den rechten und den rechten Faden unter die 2 mittleren und durch die Schlaufe nach oben und ziehen das zu. Und das wiederholen wir jetzt immer wieder und dann werden wir feststellen, dass sich das Ganze dann spiralförmig dreht. Das wird auf beiden Seiten gemacht und am Ende werde ich jetzt hier auch nochmal eine Knotenabfolge darunter setzen, indem ich die 2 ersten überspringe. Am Ende schneiden wir uns noch einen Faden von 60 cm Länge zurecht und dann nehmen wir hier die unteren 12 Schnüre und legen den Faden, den wir gerade abgeschnitten haben, einmal so auf unsere anderen Fäden und dann nach oben, sodass sich hier eine Schlaufe bildet. Und dann wickeln wir alle Schnüre zusammen, indem wir das Ganze mehrmals drumherum wickeln. Jetzt fädeln wir das Ende der Schnur durch die Schlaufe und ziehen an beiden Enden an der Schnur und so bildet sich dann unterhalb dieser Schnüre ein Knoten.
So. Und das können wir dann, also jedenfalls die eine Seite können wir abschneiden. Als nächstes kürzen wir das Ganze. Wenn man möchte, kann man das Ganze auch noch mit einem Kamm auftrennen. Zum Schluss werden wir unsere Holzperlen auch noch an den Ring kleben. Und das machen wir auch mit Heißkleber. Dann brauchen wir noch Blumen. Ich verwende Trockenblumen. Am Ende setzt man seine Blümchen da rein und ist auch schon fertig.